Tada. Ja, hallo. Dieses ist mal wieder ein spontan Video. Ich habe mir so gedacht, ich habe das Empfinden, dass ich gerne ein Video machen möchte, weil ich mich gerne geistig beschäftige und ich versuche auch Videos zu machen, die in irgendeiner Form geistreich sind. Dieses Empfinden hatte ich eben und ich habe gedacht, ich mache mal ein Video mit dem Thema meine erste Predigt. Und dazu kann ich sagen, dass es etwa 20 Jahre her ist, dass ich mal so gedacht habe oder in den Raum hinein gesagt habe, zu mir selbst gesagt habe, eines Tages wirst du vielleicht in den Kirchen sprechen. Bis heute ist es noch nicht geschehen, aber der Geist dieses Gedankens, der ist immer noch in mir lebendig. Und über was spricht man in den Kirchen, wenn man predigt? Man spricht natürlich über Jesus Christus im weitesten Sinne. Und dieses Gefühl hatte ich eben gerade wieder, dass ich gerne etwas dazu sagen möchte. Und zwar möchte ich euch sagen, dass ich werde jetzt 70 dieses Jahr und früher hatte ich eigentlich nie das Bedürfnis, über Christus nachzudenken weiter, sondern ich habe immer so empfunden, er ist in mir und ich bin nicht getrennt von Christus, sondern man könnte fast sagen, wir sind eins. Das klingt jetzt etwas dreist, aber weil ich mich so sehr verbunden fühle mit ihm und auch mit seinem Leid und mit seinem Anderssein. Ja, und heute habe ich wieder dieses Empfinden, ich möchte etwas dazu sagen. Und zwar möchte ich sagen, dass je älter ich werde, desto mehr interessiert mich dieses Thema Jesus Christus im weitesten Sinne und damit natürlich irgendwie auch die Bibel im weitesten Sinne. Je älter ich werde, desto mehr Zeit verbringe ich damit, zu recherchieren, mir irgendwelche Predigten anzuhören oder auch in der Bibel zu lesen, über bestimmte Aussagen nachzudenken. Das ist so, mein Leben hat sich so entwickelt. Und ich möchte euch gerne sagen, wie es für mich ist, dass es so geschehen ist. Es ist so, dass wir alle unseren Alltag haben mit Arbeitsleben, Haushalt, Organisation, egal was. Eigentlich etwas, was wir lange Zeit Tag für Tag praktizieren und was oftmals so banal erscheint, weil auf jeden Fall nicht gerade sichtbar geistiger Reichtum darin ist, sondern es ist darin dieser Alltag, der sich mit der derweiligen Existenz beschäftigt. Das heißt, man tut alles, was das Überleben, aber man muss auch sagen, das Leben im Hier und Jetzt sozusagen sichert und dem ordnet man alles unter. Das ist oftmals so, dass man nur noch funktioniert. Man hat sich selbst subsumiert darunter, dass man jetzt, ausgerechnet jetzt, verdammt nochmal, jetzt leben möchte. Es geht nicht darum, dass man vielleicht irgendwo anders lebt oder irgendwie anders oder irgendwann anders
oder in einer anderen Welt, sondern man möchte wie so ein Kind, das aus Trotz mit den Füßen stampft, wollen wir unbedingt jetzt leben. Und es gibt nichts Schlimmeres, als in diesem Leben zu sterben. Und das hat man so verinnerlicht, dass man irgendwann gar nicht mehr merkt, dass man wirklich lebt, sondern man funktioniert nur noch in diesem Gedankengut. Und wenn man sich jetzt mal mit dem Thema Bibel und Jesus Christus beschäftigt und dem, was er vermittelt hat und vermitteln wollte, dann kann man, wenn man offen dafür ist, fühlen, dass es einen aus diesem stumpfsinnigen Alltag, möchte ich mal sagen, herauszieht. Es zieht einen in eine neue Welt, in eine geistige Welt, in eine geistreiche Welt, eine Welt ohne Mauern und Wände. Eine geistreiche Welt, ein weiter Raum, man könnte sogar sagen, ein endlos weiter Raum. Im Vergleich dazu ist das, was wir Tag für Tag praktizieren, so winzig klein und so an der Bedeutung gemessen, so bedeutungsvoll, gemessen an der Unendlichkeit, ist das, was wir machen, wenn wir einfach nur stumpfsinnig leben. Und das ist natürlich auch interessant, jetzt gerade aktuell. Wir haben hier jetzt März 2022 und wir haben im Moment aktuell den Krieg in der Ukraine. Ein Krieg, den die Russen begonnen haben, sehr hinterhältig, sehr verlogen, der hereinbricht über uns und das Unvorstellbare sozusagen in unser Leben bringt. Plötzlich ist Krieg in Europa, wo wir dachten, wir haben das überwunden, wir sind nicht mehr so primitiv, wir sind nicht mehr weniger als ein Wurm, als die Würmer, aber wir haben uns getäuscht. Plötzlich macht es Peng und wir sind mittendrin. Und gerade in solchen Situationen, wo man geneigt ist zu resignieren, auch weil man sich schon so oft in seinem Leben gefragt hat, wo ist denn Gott? Wann geschieht denn das Gute? Wann geschieht denn das Wunder? Wann geschieht denn der Wandel? Und warum passiert nichts? Ist Gott ein Sadist, der es genießt, uns leiden zu lassen, uns alle, uns Kreatur insgesamt, sind wir verdammt zum Leiden und wir hoffen immer wieder aufs Neue, und es kommt die Enttäuschung, es geschieht nicht und wir halten uns wie so ein Strohhalm an der Hoffnung fest, es wird doch geschehen, es muss doch geschehen, es ist doch versprochen, dass es geschieht. Es muss doch der Übergang geben, sozusagen in eine Art Paradies. Eine Welt, in der wir diese Niederungen überwunden haben. Es muss doch möglich sein. Und wenn man sich gedanklich, geistig mal mit dieser gesamten Thematik beschäftigt, kann man fühlen, dass man sich gut fühlt. Man fühlt sich irgendwie schön und frei. Es ist so, als ginge von einem selber, wenn man sich als Punkt betrachtet, so eine Art Keil aus in die Welt. Das ist der Fluss, in dem man sich gerade befindet, weil man sich mit diesem Thema Gott oder Christus beschäftigt. Es wird immer weiter, immer größer, immer größer.
Im Alltag kann man oft merken, wenn man mit anderen darüber spricht, kommt die Antwort, es ist der Keil zurück aus der Welt, der auf einen gerichtet ist. Das ist oftmals Verachtung oder Spott. So zusammen, man zeigt es nicht deutlich, aber man sieht an den Gesichtern und an den Gesten, dass der andere denkt, hier, der hat nicht alle Tassen im Schrank. Noch so blöd, noch so naiv, der benutzt noch den Namen Jesus Christus, der hat doch einen Knall. Wie beschissen ist die Welt, wo ist denn Jesus Christus? Wo ist dein Christus? Nicht zu sehen. Und jetzt ganz neu, ein neuer Krieg, in dem Kinder ermordet werden. Kinder und Frauen getötet werden, Flüchtlinge getötet werden. Wieso geschieht das? Wo ist Jesus Christus? Oder wo ist Gott? Wo sind Vater und Sohn? Sollen sie sich doch zeigen. Und dann ist man wieder auf sich selbst zurückgeworfen, dass man sich mit dieser Thematik beschäftigt. Und dann kann man in vielem Kleinen das Göttliche erkennen. Und auch wenn man abstrahiert von dem Menschen, sozusagen nicht im Kopf haben, der Mensch ist der König von allem, sondern offen sein für das, was einen empfängt und für das, was geschieht. Und in dem anderen Reichtum entdecken und sich wundern, wie toll. Ja, das möchte ich jetzt sagen und darum nenne ich dieses meine erste Predigt. Und ich wünsche allen Menschen, die Langeweile haben, die sich festhalten an dem Mammon oder dass sie jeden Tag, jede Stunde konsumieren müssen, um das Gefühl von Erfüllung zu haben. Denen möchte ich sagen, beschäftigt euch mal mit dieser Thematik Jesus Christus. Habt mal den Mut, in die Bibel reinzuschauen. Heute kann man es online machen und googeln. Schaut einfach mal rein. Blättert sie mal auf und lest, was ihr da aufgeblättert habt und denkt darüber nach. Und ich empfehle allen mal, damit man etwas Gemeinsames macht, zum Beispiel die Bergpredigt, die Verse. Was will Jesus damit sagen? Welche Bedeutung haben diese Verse? Und dann kann man feststellen, dass man über einen einzelnen Vers eigentlich sein Leben lang nachdenken kann. Und man kann jederzeit abgleichen, wo sind wir jetzt hier im Moment 2022, im März 2022, 28. März 2022. Wo sind wir im Vergleich zu diesem oder jenem Vers? Und dann wundert man sich, wie weit man sich davon entfernt hat oder wie weit entfernt man davon ist. Aber dadurch, dass man sich damit beschäftigt, erlebt man eine innere Weite, inneren Reichtum. Es ist nicht mehr ein Raum, der begrenzt ist wie das Eigenheim durch Backsteine oder durch Zement oder Beton, sondern es ist ein offener Raum, ein geistreicher Raum oder ein freier Raum für Geist. Und es ist schön, sich darin zu bewegen. Es ist wie Schwimmen oder Fliegen. Ja, und das möchte ich jedem wünschen. Versucht es mal und beschäftigt euch mal mit dem Thema. Und gerade jetzt, wo die Zeiten eher mies sind und auch bedrohlich und wir wissen ja nicht, was uns noch erwartet,
beschäftigt euch mal mit dem Thema Jesus Christus. Eine Bibel ist nicht teuer, sie kostet ein paar Euro, dann hat man sie. Man kann sie jederzeit aufschlagen und etwas darin lesen. Und man muss es auch nicht unbedingt systematisch machen, sondern man kann auch die Bibel einfach irgendwo aufschlagen und sich überraschen lassen, was das Leben an Überraschung für einen hat, nämlich diese Zeilen, die man gerade aufgeschlagen hat. Und dann kann man abwägen, interessiert es mich, bin ich bereit, mich damit zu beschäftigen, oder interessiert es mich eher nicht? Und wenn es mich interessiert, kann ich mich ja mal konzentrieren auf diese paar Sätze und mal den ganzen Tag darüber nachdenken und es fliegen lassen, nicht in Mauern denken, eingeengt oder festgelegt, festgenagelt, du musst so und so darüber denken und dann bist du ein guter Christ. Oder du musst so und so denken, dann darfst du in die Kirche kommen. Sondern frei sein, frei darüber denken, ein Freigeist sein und sich überraschen lassen. Und das wünsche ich allen. Und jetzt habe ich so viel gesprochen. Ich habe hier nebenbei mein Essen, das ich zubereite. Und ich habe jetzt auch Hunger und möchte gerne etwas essen. Und ich wünsche euch allen, habt mal den Mut und beschäftigt euch mit dieser großen Thematik Jesus Christus, egal wie, ob auf Papier oder online. Es zieht euch aus dem öden Alltag raus und öffnet euch völlig neue Weiten. Und das ist ein schönes Gefühl, mit diesem ganzen Habitus in die Welt zu gehen und mit diesem Gefühl in die Welt zu gehen, dass es einem bewusst ist, dass so etwas existiert und dass es existiert, damit man sich damit beschäftigt. Man darf sich damit beschäftigen, man kann sich damit beschäftigen. Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir Religionsfreiheit haben. Wir dürfen denken und glauben, was wir wollen. Und das ist toll. Shalom. An diesem Ding, das ist mein Diktiergerät, da muss ich immer an so einem kleinen Schalter mehrere Schalter an- oder ausschalten.